Ich habe in 3,5 Jahren, glaube ich, über 22 Langfilme habe ich am Set gearbeitet und parallel habe ich 12 Kurzfilme gedreht. Und ich hab mich immer an Filmschulen beworben. Ich habe mich schon 8, 9 Mal beworben. Und dann war ich halt wieder am Set und war halt Setassistent und musste einen Wohnwagen von einer Schauspielerin bewachen, damit niemand einbricht, also ein Hamburger Kiez. Und es hat in Strömen geregnet, ja, und meine Aufgabe war, 14 Stunden vor diesem Wohnwagen zu stehen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier? Und, weißt du, und dann, und als ich das überstanden habe und als ich zu Hause war, da habe ich mir gesagt, okay, das hast du jetzt durchgestanden, jetzt geht's weiter, jetzt kannst du überhaupt nicht mehr aufhören. Und dann, und sofort danach habe ich angefangen, ein paar Tage später, kann ich mich noch erinnern, meinen nächsten Kurzfilm zu schreiben, mit dem ich dann die Aufnahmeprüfung für die Akademie geschafft hatte. Aber das ist wirklich, das sind so Erlebnisse, an denen hält man fest. Also ähm, man braucht schon viel Kraft, wenn man sowas machen will wie beim Film, also Willenskraft. Wenn man, ich denke mal, mit Filmmachen anfängt, dann macht man sich, glaube ich, über einen Begriff wie Migrantenregisseur nicht so viel Gedanken. Man wird angetrieben, Geschichten zu erzählen, und meistens sind das natürlich Geschichten, die man von einem eigenen Umfeld mitkriegt. Also die ersten Bezugspersonen sind dann natürlich so die Eltern, was sie dir erzählen halt, und ihre Geschichten von dem Land, wo sie herkommen, aber auch wie man selber die eigene Umwelt sieht, ja. Im Nachhinein merkt man natürlich, dass es, ich sag mal, so Migrantengeschichten sind halt, weil wir vom Inneren erzählen können. Und dann, wenn der Film fertig geschnitten ist, nicht mal beim Schnitt hast du wieder dieses Gefühl wie beim Schreiben. Aber wenn der Film fertig geschnitten ist und wenn du ihn das erstmal dann fertig siehst, dann kommt dann dieses Gefühl wieder, was du beim Schreiben hattest. Und dann denkst du, okay, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte halt. Und irgendwie war ich schon stolz drauf, dass mein erster Kurzfilm mal ein kurdischer Kurzfilm ist. Naja, ich bin ja Kurde, und Kurden haben immer den Hang dazu zu Geschichten, wo man gegen Unterdrückung ist, weil man ja selber so lange unterdrückt worden ist. Und wenn man so eine Nähe zu den Menschen hat, dann trifft es einen härter, also die Zuschauer in dem Fall. Und da macht man natürlich automatisch Politik. Ich denke mal, jeder kurdische Filmemacher ist irgendwo politisch in seinen Filmen. Ich glaube, wenn ich ein Deutscher wäre oder ein Österreicher, es würde mich dann nur interessieren, wenn ich wirklich so, keine Ahnung, wahrscheinlich müsste man so links sein oder also so als neutraler Österreicher oder so, so ein Thema interessieren würde. Das ist auch kein Vorwurf, ist ja normal. Ich meine, ich mache auch keine Geschichten über den Jugoslawienkrieg, der natürlich genauso schlimm war wahrscheinlich, ja. Also es gibt zum Beispiel die für Alada, die hat ja Die Fremde gemacht, das ist eine Migrantengeschichte und die hat es toll gemacht. Das muss nicht immer Migrantenregisseure machen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, aber trotzdem hat man immer einen Tick anderen Zugang natürlich. Es ist so, dass ich in Deutschland geboren bin, ich bin dort aufgewachsen halt, aber trotzdem hat man die Kultur von zu Hause, sag ich mal. Am Anfang seiner Schaffenszeit, da interessiert man sich immer mehr für die eigene Kultur und für die eigenen Geschichten halt. Und naja, man sieht mich schon, glaube ich, als Migrantenregisseur, und man sieht beide Seiten. Deswegen würde ich schon sagen, ich bin deutsch-kurdischer Filmemacher, der aber offen ist für andere Geschichten, für andere Kulturen auch. Also ich will dann Geschichten erzählen, die mich bewegen. Das hat oft was mit Migranten zu tun, aber auch nicht nur. Wie entscheidest du dich für ein bestimmtes Genre? Also das Genre wähle ich nicht aus, ist im Moment. Also ich würde sicher gerne irgendwelche Sachen ausprobieren wollen, auch vielleicht einen Horrorfilm. Warum nicht? Aber im Moment will ich mich noch auf die Sachen konzentrieren und man sucht auch nach seinem eigenen Handschrift. Also der Haneke hat mal gesagt, dass er seine eigene Handschrift nach 22 Jahren gefunden hat. Ja, da bin ich noch gut dabei. ähm, Ich glaube, Dokumentation ist bei bekannten Regisseuren beliebt, weil es auch als Dokumentarfilme ist ein Weg, einen Film günstig zu machen. Also es kostet nicht so viel wie ein Spielfilm, es kostet 7, 8 Mal weniger. Und außerdem ist es ein guter Einstieg halt ins Geschichte erzählen. Kickoff war mein erster Dokumentarfilm und es hat mir riesen Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend, aber irgendwie, weil Doku lebt von dem Moment, und du musst auf diesen Moment warten, du musst geduldig sein.
Und ja, vielleicht, ich weiß nicht. Also ich denke mal, wenn Migranten auf Dokus stehen, das ist nicht der Grund, weil sie Migranten sind, sondern weil sie Authentizität lieben, aber das tun ja die Europäer auch, vielleicht sogar viel mehr. Na, Europa hat ja und das ist der Vorteil, Europa hat wirklich eine sehr gute Filmförderung verglichen mit anderen Ländern. Also, und auch die einzelnen Länder, also Österreich hat zum Beispiel für ihr eigenes, für die eigene Einwohnerzahl im Land haben sie eine sehr gute Förderung. Auf welche Hindernisse bist du in deiner Arbeit gestoßen, also was jetzt bei Filmförderung betrifft? Das eigene Leben ist abhängig von den Förderern. Also ich warte jetzt auf eine Förderung im Jänner und es hängt davon ab, wie ich jetzt das nächste Jahr dann führen werde, mein Leben halt. In was für eine Wohnung ich wohnen werde, was ich mir leisten kann oder was nicht. Ob ich jetzt irgendwo wieder bei McDonalds arbeiten muss oder so. Man ist immer abhängig von solchen Sachen. Aber ich denke mal, wenn man hart an sich arbeitet, an den Geschichten, natürlich auch ein bisschen Glück hat, das gehört dazu, dann kann man schön seine Geschichten in Österreich erzählen. Also ich habe diese positive Erfahrung gemacht. Ich bin sicher, es gibt Leute, die auch hart arbeiten, aber vielleicht nicht das Glück hatten. Ich habe halt hart erkämpftes Glück gehabt. Mein erster Spielfilm wird, glaube ich, also haben jetzt Förderung angesucht, wird ein Kinderfilm sein von Milan Dor. Das Drehbuch ist von Milan Dor. Und da werden sicherlich Kinder reingehen. Und ich freue mich total drauf, weil es hat überhaupt kein Immigrantenthema. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht in diese Migrantenecke geschoben werden. Ich bin eh drin, weißt, aber ich will auch nicht, dass die Leute mich immer drauf ansprechen. Es fragen auch welche, hey, warum ist der Junge in deinem Kinderfilm nicht Türk oder Kurd oder so, weißt du? Ja, es ist ja nicht, jetzt ein Österreicher, was soll ich machen? Nur weil ich selber daherkomme. Wie war nochmal die Frage, ich bin jetzt weggekommen. Cheese war mein erster Film, den ich in einem Kinosaal gesehen habe, also auf einer großen Leinwand. Und ich war überwältigt wirklich, was für eine Elektrizität ist zwischen Zuschauern und Leinwand, ja, weil am Ende, wenn alle sterben, wenn das Haus einbricht, ist voll laut und voll die Stille und diese Stille konnte man wirklich spüren, ja, die war wirklich laut, diese Stille, und das war echt geil. Also es war wirklich, alle waren gerührt, man hat es überall gemerkt, ja, und das war wirklich schön. Und bei Kickoff ist man immer froh, wenn man, vor allem also in Österreich, hat dieselben Reaktionen bei den gleichen Szenen hat, ja. Wo es aber lustig ist, ich war im Kickoff in anderen Ländern und die lachen bei ganz anderen Sachen wie Österreich, und das ist das Spannende, weil die einen ganz andere, keine Ahnung, Humor haben, weißt du. Ich habe bei Kickoff oft die Erfahrung gemacht, vor allem bei Frauen, die als ihre Männer die da mit ins Kino genommen haben, weil auf dem Plakat sind ja Fußballspieler, die dachten, oh mein Gott, Fußballfilme, okay, ich gehe zu ihm zuliebe rein, ja. Und dann hat ihnen der Film besser gefallen wie einem Mann halt. Und das ist immer schön, irgendwie, wenn man die Leute überraschen kann ein wenig. Ich glaube, es ist immer schön, wenn das Publikum oder eine von den Zuschauern dann sagt, ich habe mich irgendwo mit der Hauptfigur oder mit irgendeiner anderen Figur auch identifizieren können, ja, weil eigentlich sind Figuren in einer Geschichte vielschichtig und es ist immer spannender halt, wenn die dann sagen, okay, ich habe mich in dem so gesehen oder ich habe mich da gesehen, und dann heißt ja auch wirklich gleichzeitig, dass sie auch mitgegangen sind mit der Figur. Egal, ob es der Bösewicht ist oder irgendwie der Held. Am schönsten noch, wenn die danach noch essen gehen und drüber reden und dann sich Gedanken machen vorm Schlafen gehen und das, was hängen bleibt, ja, dass Bilder hängen bleiben oder die Musik hängen bleibt. Das ist, glaube ich, schön. Aber ich glaube, man ist nicht so gezielt jetzt, okay, die sollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, also ja, die sollen das Thema Migration jetzt danach besprechen oder so. Menschen machen das, was sie gerade machen wollen oder besprechen wollen, und das kann man nicht so mit einem Film beeinflussen, glaube ich. Man sagt ja, aber man kann ja aber zum Nachdenken bringen.